Lektion 1: Englisch lernen für Universitätsstudenten. Hey Anna, hast du in letzter Zeit irgendwelche Veränderungen an der Universität bemerkt? Lektion Anna, 1: hast du in Englisch letzter lernen Zeit für irgendwelche Universitätsstudenten. Wir haben einige Veränderungen neue an der Technologien Universität in den bemerkt? Klassenzimmern eingeführt. Wirklich? Das ist interessant. Welche Technologien verwenden Sie? Nun, sie haben interaktive Smartboards implementiert, um das Engagement während der Vorlesungen zu verbessern. Das ist großartig. Ich denke, das wird das Lernen unterhaltsamer und effektiver machen. Definitiv. Und sie haben auch begonnen, Online-Kurse für Schüler anzubieten, die Fernunterricht bevorzugen. Das ist ein kluger Schachzug. Es gibt den Schülern mehr Flexibilität in ihren Stundenplänen. Absolut. Außerdem haben sie die Bibliothek mit digitalen Ressourcen und E-Books erweitert. Das ist fantastisch. Das ist viel praktischer als schwere Lehrbücher mit sich herumzutragen. Ich stimme voll und ganz zu. Die Universität passt sich gut an das digitale Zeitalter an. Es ist toll zu sehen, wie Technologie das Lernerlebnis verändert. Absolut. Es ist wichtig, dass wir über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben. Du hast recht. Die Nutzung der Technologie wird uns helfen, in unseren Studien erfolgreich zu sein. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns das Beste aus diesen Möglichkeiten machen und uns in unserer Ausbildung auszeichnen. Absolut. Lassen Sie uns die Veränderungen annehmen und unsere Zeit an der Universität sinnvoll gestalten. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Bleiben wir proaktiv und machen wir das Beste aus unseren Ressourcen. Kluge Worte. Auf eine erfolgreiche akademische Reise. Lektion 2: Erkundung des Influencer-Marketings. Hey Anna, hast du jemals über die Effektivität von Influencer-Marketing nachgedacht? Hallo John, absolut. Influencer-Marketing hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Wirklich? Ich habe gemischte Meinungen über seine Auswirkungen gehört. Was sind deine Gedanken? Nun, ich glaube, Influencer-Marketing kann sehr effektiv sein, wenn es strategisch betrieben wird. Das ist interessant. Wie können Unternehmen den Erfolg mit Influencer-Marketing sicherstellen? Für Unternehmen ist es wichtig, Influencer auszuwählen, deren Werte zu ihrer Marke passen. A. Authentizität spielt also eine Schlüsselrolle im Influencer-Marketing. Absolut. Verbraucher reagieren besser, wenn sie echte Empfehlungen sehen. Macht Sinn. Denken Sie, dass Mikroinfluencer oder Prominente effektiver sind? Das hängt von der Zielgruppe und den Kampagnenzielen ab. Mikroinfluencer haben oft engagiertere Follower. Das ist ein gutes Argument. Engagement ist entscheidend für eine erfolgreiche Marketingkampagne. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, die Engagementmetriken eines Influencers zu analysieren, bevor Sie mit ihm zusammenarbeiten. Ich stimme zu. Denken Sie also, dass Influencer-Marketing für alle Arten von Produkten funktionieren könnte? Es kann für verschiedene Produkte wirksam sein, aber es ist wichtig, die richtigen Influencer für jede Nische zu finden. Richtig, Influencer zu finden,
die sich wirklich mit der Zielgruppe verbinden, ist entscheidend. Absolut. Es geht darum, Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei den Verbrauchern aufzubauen. Ich verstehe. Influencer-Marketing scheint ein mächtiges Tool zu sein, wenn es richtig ausgeführt wird. Es hat definitiv das Potenzial, Markenbekanntheit zu steigern und den Umsatz zu steigern. Das ist toll zu wissen. Das werde ich bei zukünftigen Marketingstrategien berücksichtigen. Es lohnt sich, es zu erkunden. Influencer-Marketing kann für Unternehmen wegweisend sein. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse geteilt haben. Ich weiß das zu schätzen. Du bist willkommen. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Das werde ich. Lassen Sie uns weiter lernen und neue Wege entdecken, um in der Marketingwelt herausragende Leistungen zu erbringen. Lektion 3: Die Bedeutung des Lesens für Kinder. Hey Anna, ist dir aufgefallen, dass jede Bibliothek Kinder zum Lesen anregt? Hallo John, absolut. Bibliotheken spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Lesegewohnheiten von Kindern. Das ist toll zu hören. Warum denkst du, ist Lesen wichtig für Kinder? Nun, Lesen hilft Kindern, Sprachkenntnisse zu entwickeln und fördert ihre Vorstellungskraft. Das ist wahr. Es setzt sie auch verschiedenen Kulturen und Perspektiven aus. Unbedingt. Lesen erweitert ihren Horizont und fördert Empathie. Ich stimme zu. Denken Sie, dass Eltern aktiv an der Lesereise ihres Kindes teilnehmen sollten? Auf jeden Fall. Eltern können mit ihren Kindern lesen und ein verbindendes Erlebnis schaffen. Das klingt wunderbar. Wie können Eltern Kindern das Lesen angenehmer machen? Sie können Bücher auswählen, die den Interessen Ihres Kindes entsprechen und daraus eine unterhaltsame Aktivität machen. Also ist es wichtig, Bücher zu finden, die den Vorlieben Ihres Kindes entsprechen. Absolut. Es hilft Kindern, schon in jungen Jahren eine Liebe zum Lesen zu entwickeln. Das ist wichtig. Denken Sie, dass digitale Bücher genauso effektiv sind wie physische Bücher? Digitale Bücher bieten Komfort, aber physische Bücher bieten ein greifbares Erlebnis. Ich verstehe. Eine Kombination aus beidem könnte also von Vorteil sein. Ja, es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden, das für jedes Kind und seine Familie funktioniert. Das macht Sinn. Wie können wir sicherstellen, dass jedes Kind Zugang zu Büchern und Bibliotheken hat? Es ist von entscheidender Bedeutung, Alphabetisierungsprogramme zu fördern und benachteiligten Gemeinschaften Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ich stimme zu. Der Zugang zu Büchern sollte für jedes Kind ein Recht sein, unabhängig von seinem Hintergrund. Absolut. Es befähigt sie und öffnet Türen zu endlosen Möglichkeiten. Ich freue mich, dass Anstrengungen unternommen werden, um allen Kindern das Lesen zugänglich zu machen. Es ist eine kollektive Verantwortung. Setzen wir uns weiterhin für Alphabetisierung und Lernen ein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Gemeinsam können wir das Leben von Kindern positiv beeinflussen. Das ist der Geist. Lassen Sie uns junge Köpfe inspirieren und die Liebe zum Lesen fördern.
Auf jeden Fall. Auf eine Zukunft, in der jedes Kind die Möglichkeit hat, die Welt anhand von Büchern zu erkunden. Lektion 4. Erforschung der Charakterentwicklung in Romanen. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, dass die Charaktere in diesem Roman eine Vielzahl von Persönlichkeiten haben? Hallo John, absolut. Der Autor hat großartige Arbeit bei der Entwicklung vielfältiger und komplexer Charaktere geleistet. Das ist interessant. Wie wirkt sich deiner Meinung nach die Charakterentwicklung auf die Geschichte aus? Nun, eine starke Charakterentwicklung verleiht der Erzählung Tiefe und Realismus. Ich verstehe. Es hilft den Lesern, sich auf einer tieferen Ebene mit den Charakteren zu verbinden. Exakt. Wenn sich Charaktere authentisch fühlen, investieren die Leser mehr in ihre Reise. Das macht Sinn. Hast du eine Lieblingsfigur aus diesem Roman? Das tue ich. Ich finde die Entschlossenheit und Belastbarkeit des Protagonisten inspirierend. Das ist großartig. Welche Techniken verwenden Autoren, um überzeugende Charaktere zu entwickeln? Autoren verwenden häufig Dialoge, Handlungen und Gedanken, um die Eigenschaften und Motivationen eines Charakters aufzudecken. Es ist also eine Kombination verschiedener Storytelling-Elemente. Auf jeden Fall. Es geht darum, einen mehrdimensionalen und nachvollziehbaren Charakter zu kreieren. Ich stimme zu. Denkst du, die Charaktere sollten sich im Laufe der Geschichte verändern? Absolut. Charakterbögen verleihen Tiefe und ermöglichen persönliches Wachstum und Transformation. Das ist wahr. Das hält die Geschichte dynamisch und fesselnd. Ja, und es spiegelt auch die Komplexität des wirklichen Lebens wider. Ich verstehe. Können Sie ein Beispiel für eine gut entwickelte Figur aus einem anderen Roman nennen? Natürlich. In To Kill a Mockingbird ist Atticus Finch ein Paradebeispiel für einen moralisch aufrechten und mitfühlenden Charakter. Das ist ein gutes Beispiel. Komplexe Charaktere wie Atticus hinterlassen einen bleibenden Eindruck bei den Lesern. Auf jeden Fall. Sie machen die Geschichte unvergesslich und regen zum Nachdenken an. Ich bin inspiriert, mehr Romane mit gut entwickelten Charakteren zu lesen. Das ist das Schöne an Literatur. Es ermöglicht uns, die Tiefen der menschlichen Natur anhand dieser Charaktere zu erkunden. Du hast recht. Es ist faszinierend, wie Autoren Charaktere durch ihre Worte zum Leben erwecken. Absolut. Lassen Sie uns die verschiedenen Romane und die darin enthaltenen bemerkenswerten Charaktere weiter erkunden. Ich freue mich darauf, in weitere Geschichten einzutauchen und neue und faszinierende Charaktere zu entdecken. Das ist der Geist. Viel Spaß beim Lesen und viel Spaß bei der Reise mit diesen fesselnden Charakteren. Ich danke dir. Lassen Sie uns gemeinsam unseren literarischen Horizont weiter erweitern. Lektion 5. Gute Wünsche ausdrücken. Hallo Anna, ich wollte ihm und seinen Leuten von Herzen alles Gute wünschen. Hi John, das ist wirklich nett von dir. Glück und Wohlstand zu wünschen ist ein wunderbares Gefühl. Ich glaube, dass echte Wünsche für andere eine positive Wirkung haben können.
Absolut. Es zeigt Empathie und fördert ein Gefühl des guten Willens. Ich wünsche ihm und seinem Volk eine glänzende Zukunft voller Freude und Erfolg. Das ist ein wunderbarer Wunsch. Möge Ihr Leben mit Glück und Wohlstand bereichert werden. Ich danke dir. Ich hoffe, dass Ihre Reise reich an Segnungen ist. Ich bin mir sicher, dass Ihre herzlichen Wünsche sehr geschätzt werden. Das hoffe ich wirklich. Es ist wichtig, Positivität und gute Vorsätze zu verbreiten. Absolut. Die Welt braucht mehr Freundlichkeit und gute Wünsche. Ich stimme zu. Es ist eine kleine Geste, aber sie kann einen großen Einfluss auf den Tag eines Menschen haben. Auf jeden Fall. Einfache, freundliche Handlungen können einen positiven Welleneffekt hervorrufen. Ich wünsche ihm und seinem Volk Kraft und Widerstandsfähigkeit bei der Bewältigung aller Herausforderungen, denen sie sich möglicherweise gegenübersehen. Das ist ein starker Wunsch. Mögen Sie den Mut finden, alle Hindernisse zu überwinden. Ich danke dir. Lassen Sie uns weiterhin gute Wünsche und Positivität an die Menschen um uns herum weitergeben. Ich bin bei dir. Zusammen können wir das Leben der Menschen verändern. Absolut. Auf eine Welt voller Glück, Wohlstand und guten Wünschen für alle. Prost darauf. Lassen Sie uns weiterhin andere mit unseren freundlichen Worten inspirieren und ermutigen. Du hast absolut recht. Lasst uns die Liebe und die guten Wünsche weiter verbreiten. Das ist der Geist. Ich wünsche dir auch Glück und Wohlstand. Ich danke dir. Möge unsere Freundschaft weiterhin Freude und Positivität in unser Leben bringen. Lektion 6: Das Ende des Abenteuers. Hallo Anna, endlich packen wir müde und dreckig unsere Sachen zusammen. Mit Erinnerungen an unser Abenteuer machen wir uns auf den Heimweg. Hallo John, es war ein ziemliches Abenteuer, nicht wahr? Trotz der Müdigkeit fühle ich mich berauscht. Unbedingt. Es war wirklich lohnend, neue Orte zu erkunden und unsere Grenzen zu überschreiten. Ich stimme zu. Es ist erstaunlich, wie das Verlassen unserer Komfortzonen zu unglaublichen Erlebnissen führen kann. Der Nervenkitzel des Unbekannten und das Erfolgserlebnis machen es lohnenswert. Auf jeden Fall. Es sind Momente wie diese, die uns an die Schönheit der Abenteuer des Lebens erinnern. Und die Herausforderungen, mit denen wir unterwegs konfrontiert waren, haben uns nur stärker gemacht. Das ist wahr. Die Überwindung von Hindernissen stärkt die Widerstandsfähigkeit und fördert das persönliche Wachstum. Es ist bemerkenswert, wie die Natur die Kraft hat, uns zu inspirieren und zu verjüngen. Absolut. Umgeben von atemberaubenden Landschaften erneuert unsere Stimmung. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, von unseren täglichen Routinen abzuschalten und in die Natur einzutauchen. Ich auch. Es ist eine erfrischende Pause von der Hektik des Stadtlebens. Die Erinnerungen, die wir geschaffen haben, werden für immer bei uns bleiben. Sie sind wie Schätze, die wir in unseren Herzen tragen. In der Tat werden diese Erinnerungen uns immer ein Lächeln ins Gesicht und Wärme in unsere Seele zaubern. Jetzt, wo wir nach Hause zurückkehren, können wir über die Lektionen, die wir gelernt haben,
und über das Wachstum, das wir erzielt haben, nachdenken. Auf jeden Fall. Diese Erfahrungen prägen uns und erweitern unsere Perspektiven. Es erinnert daran, dass das Leben ein fortwährendes Abenteuer voller Höhen und Tiefen ist. Absolut. Wir müssen uns auf die Reise einlassen, denn sie macht das Leben wirklich aufregend und bedeutungsvoll. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lasst uns diese Erinnerungen bewahren und uns auf zukünftige Abenteuer freuen. Auf weitere spannende Erlebnisse und Entdeckungsfreude. Prost darauf! Möge unser Leben voller großer und kleiner Abenteuer sein. Amen dazu. Lassen Sie uns jeden Tag als neue Chance für Entdeckung und Wachstum nutzen. Gut gesagt. Danke, dass du dieses unglaubliche Abenteuer mit mir geteilt hast. Ich danke dir auch. Ohne dich an meiner Seite wäre es nicht dasselbe gewesen. Wir freuen uns auf das Ende dieses Abenteuers und auf den Beginn vieler weiterer, die noch kommen werden. Lektion 7: Schlachten vor dem Schlafengehen. Hallo Anna, ich finde das so unfair. Ich glaube, ich bin alt genug, um mindestens bis 21 Uhr wach zu bleiben. Hallo John, ich verstehe, woher du kommst. Es kann frustrierend sein, wenn sich die Regeln für die Schlafenszeit restriktiv anfühlen. Genau. Ich habe das Gefühl, wie ein kleines Kind behandelt zu werden, wenn ich mehr Freiheit will. Es ist wichtig, dass du deinen Eltern gegenüber deine Gefühle und Sorgen ausdrückst. Sie merken vielleicht nicht, wie du dich fühlst. Du hast recht. Offene Kommunikation kann ihnen helfen, meine Perspektive zu verstehen. Vielleicht kannst du ein ruhiges Gespräch mit ihnen führen und erklären, warum du denkst, dass du für eine spätere Schlafenszeit bereit bist. Das ist eine gute Idee. Ich kann meinen Fall darlegen und ihnen zeigen, dass ich verantwortlich sein kann. Es ist auch wichtig, ihnen zu zeigen, dass sie verstehen, wie wichtig ein guter Schlaf ist. Ich kann erklären, dass ausreichend Ruhe für mein Wachstum und mein Wohlbefinden entscheidend ist. Das ist ein gutes Argument. Eltern legen in der Regel Wert auf die Gesundheit und Entwicklung ihrer Kinder. Ich könnte auch einen Kompromiss vorschlagen, zum Beispiel meine Schlafenszeit jede Woche schrittweise um 15 Minuten zu verlängern. Das ist ein vernünftiger Vorschlag. Das zeigt, dass du bereit bist, sie auf halbem Weg zu treffen. Hoffentlich sehen Sie, dass ich reifer werde und verantwortungsbewusst mit einer späteren Schlafenszeit umgehen kann. Es kann einige Zeit dauern, bis sie ihre Anfrage geprüft haben. Seien Sie also geduldig und verständnisvoll. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es ist wichtig, das Gespräch mit Reife und Respekt anzugehen. Absolut. Wenn Sie Ihren Eltern zeigen, dass Sie Diskussionen ruhig und respektvoll führen können, wird sich dies zu Ihren Gunsten auswirken. Danke für deinen Rat. Es ist hilfreich, jemanden zu haben, mit dem man darüber sprechen kann. Du bist willkommen. Ich bin hier, um dich zu unterstützen. Lass mich wissen, wie es mit deinen Eltern läuft. Das werde ich. Ich schätze Ihre Unterstützung und Anleitung. Denken Sie daran, auch wenn das Ergebnis nicht genau das ist, was Sie sich erhofft haben, ist es wichtig, Ihre Entscheidung zu respektieren. Ich verstehe. Letzten Endes geht es Ihnen um mein Wohl. Das ist die richtige Einstellung.
Viel Glück bei deinen Verhandlungen vor dem Schlafengehen. Ich danke dir. Ich werde mein Bestes geben. Lektion 8: Eroberung und Schätze. Hallo Anna, hast du jemals von den Hauptstädten der Chipchets gehört? Pizarros Männer beschlagnahmten ihr Gold und ihre Smaragde. Hallo John, ja, ich habe über dieses historische Ereignis gelesen. Es war ein bedeutender Moment bei der Eroberung Amerikas. Es ist faszinierend, wie der Reiz des Reichtums Entdecker dazu brachte, sich in unbekannte Gebiete zu wagen. Absolut. Die Suche nach Reichtum und Schätzen war im Laufe der Geschichte eine treibende Kraft. Pizarro und seine Kapitäne müssen sich während ihrer Expeditionen vielen Herausforderungen gestellt haben. In der Tat war es keine leichte Aufgabe, neue Länder und Zivilisationen zu erobern. Es erforderte großen Mut und strategische Planung. Ich frage mich, wie sie mit den Chipchets kommuniziert und um ihre Schätze verhandelt haben. Es ist wahrscheinlich, dass sie sich auf Übersetzer oder Vermittler verlassen haben, um die Sprachbarriere zu überwinden. Das macht Sinn. Effektive Kommunikation wäre entscheidend für erfolgreiche Verhandlungen gewesen. Auf jeden Fall. Es wäre ebenso wichtig gewesen, die kulturellen Unterschiede zu verstehen und zu respektieren. Ich kann mir vorstellen, welche Ehrfurcht und Verwunderung Pizarros Männer empfunden haben müssen, als sie den Reichtum der Chipchets entdeckten. Es muss ein bemerkenswerter Anblick gewesen sein. Die Fülle an Gold und Smaragden wäre atemberaubend gewesen. Ich frage mich, wie sie so wertvolle Schätze zurück in ihr eigenes Land transportiert haben. Sie mussten wahrscheinlich sichere Transportmethoden entwickeln, um die Schätze während der Reise zu schützen. Es ist erstaunlich, über die historische Bedeutung und Wirkung dieser Expeditionen nachzudenken. Absolut. Die Eroberungen Amerikas haben den Lauf der Geschichte verändert und die Welt geprägt, in der wir heute leben. Wenn wir über diese Ereignisse erfahren, können wir die Komplexität unserer gemeinsamen Menschheitsgeschichte verstehen. Es ist eine Erinnerung an die verschiedenen Kulturen und Zivilisationen, die es im Laufe der Zeit gegeben hat. In der Tat. Durch das Studium der Geschichte gewinnen wir Einblicke in die Triumphe, Kämpfe und Fortschritte der Menschheit. Es ist ein Beweis für unsere Neugier und unseren Wunsch, die Welt um uns herum zu erkunden. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, mehr über diese historischen Ereignisse zu erfahren und meine Perspektive zu erweitern. Ich auch. Es ist eine lebenslange Reise der Entdeckung und des Verstehens. Lassen Sie uns weiter in die Geschichten der Vergangenheit eintauchen und die verborgenen Schätze des Wissens aufdecken. Absolut. Je mehr wir lernen, desto mehr schätzen wir den Reichtum unseres gemeinsamen Erbes. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Es war mir eine Freude, mit Ihnen die Geschichte zu erkunden. Ebenso. Ich genieße unsere Diskussionen immer. Lassen Sie uns gemeinsam unser Streben nach Wissen fortsetzen. Einverstanden. Auf die Wunder der Geschichte und die unendlichen Möglichkeiten des Lernens. Lektion 9: Tischmanieren. Hallo Anna, weißt du, worauf sich Besteck bezieht? Ich meine, die Messer, Gabeln und Löffel. Hallo John, ja, Besteck bezieht sich auf die Utensilien, die wir zum Essen verwenden.
Es ist ein wesentlicher Bestandteil von Tabellendekorationen. Ah, ich verstehe. Es enthält also alle Werkzeuge, die für eine Mahlzeit benötigt werden. Exakt. Das Besteck wurde entwickelt, um das Essen zu einem bequemeren und angenehmeren Erlebnis zu machen. Welche anderen Gegenstände sind normalerweise neben Besteck in einer Tischdekoration enthalten? Nun, es wird auch eine Serviette geben, mit der während des Essens die Hände gereinigt oder der Mund abgewischt wird. Oh, richtig. Die Serviette ist ein wichtiges Accessoire für Sauberkeit und Etikette. Absolut. Es gilt als höflich, die Serviette während des Essens auf den Schoß zu legen. Gibt es bestimmte Regeln oder Umgangsformen, die bei der Verwendung von Besteck zu beachten sind? Ja, es gibt einige allgemeine Richtlinien, die Sie beachten sollten. Zum Beispiel wird beim Schneiden von Lebensmitteln normalerweise die Gabel in der linken Hand und das Messer in der rechten Hand gehalten. Ich verstehe. Und wie wäre es mit einem Löffel? Gibt es eine bestimmte Art, es zu halten? Wenn Sie einen Löffel verwenden, wird er normalerweise in der rechten Hand gehalten, ähnlich wie ein Messer. Es kann jedoch je nach kulturellen Gepflogenheiten variieren. Das ist interessant. Mir war nicht bewusst, dass es kulturelle Unterschiede in den Tischmanieren geben kann. Ja, die Essgewohnheiten können in den verschiedenen Kulturen variieren. Es ist immer gut, sich dieser Unterschiede bewusst zu sein und sie zu respektieren. Was ist mit der Reihenfolge, in der die Utensilien während einer Mahlzeit verwendet werden? Im Allgemeinen werden die Utensilien von außen nach innen verwendet, wobei diejenigen, die am weitesten vom Teller entfernt sind, zuerst verwendet werden. Das ist ein hilfreicher Tipp. Es stellt sicher, dass Sie für jeden Kurs das richtige Utensil verwenden. Exakt. Es gilt als gute Tischetikette, diese Reihenfolge einzuhalten. Gibt es noch andere wichtige Tischmanieren, die wir beachten sollten? Ja, es gibt viele, wie zum Beispiel mit geschlossenem Mund zu kauen, nicht mit Essen im Mund zu sprechen und nach Möglichkeit Utensilien anstelle der Hände zu verwenden. Das alles sind großartige Erinnerungen, um eine gute Tischetikette zu üben. Absolut. Es ist wichtig, auf unsere Manieren zu achten und unseren Mitmenschen Respekt zu erweisen. Ich stimme zu. Höfliches und respektvolles Verhalten am Tisch kann das Essen für alle zu einem angenehmeren Erlebnis machen. Auf jeden Fall. Es ist eine Art, Rücksichtnahme und Wertschätzung für das Essen und die Gesellschaft zu zeigen. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Ich werde sie auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Du bist willkommen. Es ist immer gut, unsere Tischmanieren aufzufrischen. Genieß deine nächste Mahlzeit. Das werde ich. Und ich hoffe, Sie haben auch viele leckere und etikettenreiche Mahlzeiten. Ich danke dir. Lassen Sie uns versuchen, jedes kulinarische Erlebnis zu einem herrlichen Erlebnis zu machen. Absolut. Auf gute Tischmanieren und darauf, die Kunst des Essens zu genießen. Lektion 10: Gebühren für das Business Center. Hallo Anna, fallen bei der Nutzung des Business Center eines Hotels Gebühren für dessen Dienstleistungen an? Hallo John, in der Regel können Gebühren für die Nutzung der Einrichtungen und Dienstleistungen des Business Center anfallen. Ich verstehe. Es ist gut, im Voraus zu wissen,
ob zusätzliche Kosten anfallen. Absolut. Es ist immer eine gute Idee, sich vor der Nutzung des Business Center nach etwaigen Gebühren zu erkundigen. Welche Dienstleistungen werden normalerweise im Business Center eines Hotels angeboten? Das Business Center eines Hotels bietet häufig Dienstleistungen wie Drucken, Kopieren, Faxen und Zugang zu Computern und Internet. Diese Dienste können für Geschäftsreisende sehr praktisch sein. Auf jeden Fall. Es erspart Ihnen die Mühe, eine externe Einrichtung für Ihre Geschäftsanforderungen zu finden. Werden die Gebühren für die Nutzung des Business Center in der Regel pro Nutzung oder als Pauschalgebühr berechnet? Das kann je nach Hotel variieren. Einige berechnen möglicherweise pro Nutzung oder bieten Pakete mit einer Pauschalgebühr für eine bestimmte Dauer an. Ich verstehe. Daher ist es wichtig, die Preisstruktur zu überprüfen und die Option auszuwählen, die Ihren Anforderungen entspricht. Exakt. Es hilft, vorausschauend zu planen und entsprechend zu budgetieren. Fallen zusätzliche Gebühren für Annehmlichkeiten wie WLAN oder Büromaterial an? WLAN ist möglicherweise in den Gebühren für das Business Center enthalten, aber es ist am besten, dies mit dem Hotel zu bestätigen. Bei Büromaterial fallen möglicherweise separate Gebühren für Artikel wie Papier, Stifte oder Umschläge an. Das macht Sinn. Es ist wichtig, alle potenziellen Kosten im Voraus zu klären. Absolut. Es vermeidet Überraschungen, wenn es um die Begleichung der Rechnung geht. Gibt es bestimmte Öffnungszeiten für das Business Center eines Hotels? Ja, die meisten Geschäftszentren haben festgelegte Öffnungs- und Schließzeiten. Es ist gut, Ihren Zeitplan zu kennen. Das ist wichtig zu wissen, insbesondere wenn Sie außerhalb der regulären Öffnungszeiten dringende Geschäftsanforderungen haben. Ja, in solchen Fällen müssen Sie möglicherweise alternative Vorkehrungen treffen oder ein 24-Stunden-Business Center finden, falls verfügbar. Vielen Dank, dass Sie diese Informationen geteilt haben. Es ist hilfreich für zukünftige Geschäftsreisen. Lektion 11: Kulturelle Interaktionen mit Einheimischen. Hallo Anna, wenn Sie an einen neuen Ort reisen, ist es immer ein Höhepunkt der Erfahrung, mit den freundlichen Einheimischen zu interagieren und etwas über ihre Kultur zu lernen. Hallo John, ich stimme voll und ganz zu. Durch diese Interaktionen können wir tiefere Einblicke und eine tiefere Wertschätzung für das Reiseziel gewinnen. Absolut. Wie können wir mit den Einheimischen in Kontakt treten und etwas über ihre Kultur erfahren? Eine Möglichkeit besteht darin, Gespräche mit den Einheimischen zu führen, sei es auf einem Markt, in einem Café oder bei der Erkundung beliebter Sehenswürdigkeiten. Das klingt nach einer großartigen Idee. Das Führen ungezwungener Gespräche kann zu einem wertvollen kulturellen Austausch führen. Auf jeden Fall. Sie können sie nach ihren Traditionen, Bräuchen und sogar nach Empfehlungen für lokale Küche oder versteckte Juwelen fragen. Das ist ein guter Ansatz. Das zeugt von echtem Interesse und Respekt für ihre Kultur. Eine andere Möglichkeit, etwas über die lokale Kultur zu erfahren, ist die Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen oder Festivals. Oh, das ist aufregend. Der Besuch von Festivals ermöglicht es uns, traditionelle Aufführungen, Musik und Tänze zu erleben und lokale Köstlichkeiten zu probieren. Ja, Festivals sind lebendige Feste,
bei denen die Einheimischen ihr Erbe und ihre Traditionen präsentieren. Es muss eine fantastische Gelegenheit sein, in die lokale Lebensweise einzutauchen. Das ist es wirklich. Wir können die Bräuche und Rituale, die ein wesentlicher Bestandteil ihrer Kultur sind, aus erster Hand miterleben. Gibt es bestimmte Umgangsformen oder Gebräuche, die wir im Umgang mit Einheimischen beachten sollten? Es ist immer hilfreich, die grundlegende Etikette des Reiseziels zu recherchieren und zu verstehen. Zum Beispiel Grüße, Gesten und angemessene Kleidung. Das ist ein gutes Argument. Wenn wir uns der kulturellen Normen bewusst sind, stellen wir sicher, dass wir Respekt zeigen und unbeabsichtigte Beleidigungen vermeiden. Absolut. Einheimische schätzen es, wenn Besucher sich bemühen, ihre Bräuche zu verstehen und anzunehmen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Interaktionen auch die Möglichkeit bieten, die Landessprache zu üben. Ja, der Versuch, in der Landessprache zu kommunizieren, auch mit einfachen Phrasen, zeugt von gutem Willen und kann zu bedeutenderen Verbindungen führen. Das ist eine großartige Möglichkeit, das Eis zu brechen und einen positiven Eindruck zu hinterlassen. In der Tat trägt es dazu bei, eine freundliche und einladende Atmosphäre während unserer kulturellen Interaktionen zu fördern. Vielen Dank für diese wertvollen Vorschläge. Ich freue mich darauf, bei meiner nächsten Reise mit den Einheimischen in Kontakt zu treten. Du bist willkommen. Ich bin mir sicher, dass Sie bereichernde Erfahrungen machen und durch diese kulturellen Interaktionen bleibende Erinnerungen schaffen werden. Das hoffe ich. Es sind die Menschen und ihre Kultur, die ein Reiseziel wirklich zum Leben erwecken. Absolut. Genießen Sie Ihre Entdeckungsreise und erleben Sie wunderbare Begegnungen mit den Einheimischen. Ich danke dir. Ich werde das Beste aus diesen Möglichkeiten machen und die kulturelle Vielfalt, der ich begegne, nutzen. Lektion 12. Virtueller Zumba-Kurs. Hallo Anna. Ich habe letzte Woche an einem virtuellen Zumba-Kurs teilgenommen und es hat so viel Spaß gemacht. Hi John, das klingt aufregend. Virtuelle Fitnesskurse können eine großartige Möglichkeit sein, aktiv zu bleiben und gleichzeitig Spaß zu haben. Unbedingt. Der Zumba-Lehrer war voller Energie und die Musik hatte einen fantastischen Beat. Es ist wunderbar, wenn der Enthusiasmus des Instruktors und die Musik zu einem angenehmen Trainingserlebnis zusammenkommen. Auf jeden Fall. Ich tanzte und bewegte mich im Rhythmus, ohne zu merken, dass ich trainierte. Das ist eines der besten Dinge an Zumba. Es fühlt sich eher wie eine Tanzparty an als wie ein Training. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist eine fantastische Möglichkeit, Ihre Herzfrequenz zu erhöhen und Kalorien zu verbrennen, während Sie Spaß haben. Fanden Sie das virtuelle Format praktisch, um den Bewegungen des Dozenten zu folgen? Ja, war es. Der Instruktor war auf dem Bildschirm zu sehen, und ich konnte die Choreografie leicht sehen und ihr folgen. Das ist großartig. Es ist wichtig, in einer virtuellen Klasse klare Bilder und Anweisungen zu haben, um sicherzustellen, dass jeder effektiv teilnehmen kann. Absolut. Es machte es mir leichter, die Schritte zu lernen und mit dem Rest der Klasse auf dem Laufenden zu bleiben. Gab es Änderungen oder Optionen für verschiedene Fitnessstufen in der Klasse? Ja,
Der Instruktor hat Modifikationen sowohl für Bewegungen mit starker als auch niedriger Belastung vorgenommen, sodass die Teilnehmer wählen konnten, was am besten zu ihnen passte. Das ist wunderbar. Es stellt sicher, dass Menschen aller Fitnessstufen teilnehmen und den Unterricht genießen können. Mir ist aufgefallen, dass die virtuelle Klasse Teilnehmer aus verschiedenen Teilen der Welt hatte. Es war eine vielfältige Gruppe. Das ist einer der Vorteile virtueller Fitnesskurse. Sie bringen Menschen von verschiedenen Orten zusammen und schaffen so ein Gefühl der globalen Gemeinschaft. Es war inspirierend, den Enthusiasmus und das Engagement aller zu sehen, obwohl sie sich in unterschiedlichen Zeitzonen und Umgebungen befanden. Absolut. Das gemeinsame Tanzen und Trainieren schafft eine starke Bindung zwischen den Teilnehmern, unabhängig von ihrem physischen Standort. Ich freue mich darauf, in Zukunft an weiteren virtuellen Zumba-Kursen teilzunehmen. Es ist eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben und zu Hause Spaß zu haben. Das ist fantastisch. Virtuelle Fitnesskurse bieten Komfort und Flexibilität und machen es einfacher, Bewegung in unseren Tagesablauf zu integrieren. Danke, dass du mich ermutigt hast, den virtuellen Zumba-Kurs auszuprobieren. Es war eine unglaubliche Erfahrung. Lektion 13: Die Bedeutung amerikanischer Flüsse. Hallo Anna, wusstest du, dass dieser Fluss in der amerikanischen Geschichte und Literatur und in der Vorstellung gewöhnlicher Amerikaner einen besonderen Platz einnimmt? Hallo John, das ist faszinierend. Flüsse haben in verschiedenen Gesellschaften oft tiefe kulturelle und symbolische Bedeutungen. Absolut. In den Vereinigten Staaten haben Flüsse wie dieser eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Nation gespielt. Sie dienen als wichtige Transportwege, Wasserquellen für die Landwirtschaft und als Handels- und Industriezentren. Ja, und viele amerikanische Städte und Gemeinden wurden an den Ufern dieser Flüsse gegründet, was zu ihrer reichen Geschichte beigetragen hat. Die Flüsse haben auch Schriftsteller und Dichter inspiriert und sind zur Kulisse für ikonische amerikanische Literatur geworden. Exakt. Sie symbolisieren Freiheit, Erkundung und den Abenteuergeist, der tief in der amerikanischen Kultur verwurzelt ist. Ich verstehe, warum Flüsse in der Vorstellung gewöhnlicher Amerikaner einen so besonderen Platz einnehmen. Es ist wahr. Sie vermitteln ein Gefühl natürlicher Schönheit und wecken Erinnerungen an gemütliche Bootsfahrten und Picknicks am Wasser. Ich kann mir vorstellen, dass diese Flüsse auch Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten wie Bootfahren, Angeln und Wassersport bieten. Ja, das tun sie. Die Menschen genießen Kajakfahren, Kanufahren und sogar Rafting auf diesen Flüssen, um sich auf spannende Weise mit der Natur zu verbinden. Es ist wunderbar, wie Flüsse die Menschen der Umwelt näher bringen und unvergessliche Erlebnisse schaffen können. Absolut. Sie bieten ein Gefühl der Ruhe und die Möglichkeit, der Hektik des Alltags zu entfliehen. Ich bin mir sicher, dass die landschaftliche Schönheit dieses Flusses Besucher aus dem ganzen Land und der ganzen Welt anzieht. Auf jeden Fall. Viele Touristen kommen, um die Naturwunder des Flusses zu bewundern und die Umgebung zu erkunden. Flüsse spielen auch eine wichtige Rolle bei der Erhaltung von Ökosystemen und der Unterstützung verschiedener Lebensräume von Wildtieren. Das ist wahr. Sie sind unerlässlich,
um das Gleichgewicht der Natur zu erhalten und Lebensräume für verschiedene Arten zu bieten. Es ist inspirierend zu sehen, welche Anstrengungen unternommen wurden, um diese Flüsse zu schützen und zu erhalten, damit zukünftige Generationen sie genießen können. Absolut. Die Erhaltung der natürlichen Schönheit und der ökologischen Gesundheit dieser Flüsse ist entscheidend für das Wohlergehen unseres Planeten. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, mehr über die Bedeutung amerikanischer Flüsse zu erfahren. Das ist ein faszinierender Aspekt ihrer Kultur. Ich freue mich, dass du es interessant findest. Flüsse haben die Möglichkeit, die Fantasie anzuregen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse über amerikanische Flüsse geteilt haben. Es war ein wunderbares Gespräch. Du bist willkommen. Ich diskutiere immer gerne über Themen, die die Schönheit der Natur und des kulturellen Erbes hervorheben. Lektion 14: Fitnessroutine am Morgen. Hey Anna, ich gehe jeden Morgen joggen. Es ist eine großartige Möglichkeit, den Tag zu beginnen und aktiv zu bleiben. Hallo John, das ist fantastisch. Laufen ist eine hervorragende Herz-Kreislauf-Übung, die zahlreiche gesundheitliche Vorteile bietet. Auf jeden Fall. Es hilft mir, meinen Kopf frei zu bekommen und mein Energieniveau für den Rest des Tages zu steigern. Ich mache Yoga am liebsten zu Hause als meine morgendliche Fitnessroutine. Es hilft mir, die Flexibilität zu verbessern und fördert die Entspannung. Das ist auch toll. Yoga bietet einen ganzheitlichen Fitnessansatz, der körperliche Bewegungen mit achtsamer Atmung und Meditation kombiniert. Ja, es ermöglicht mir, mich auf meinen Atem zu konzentrieren und innere Ruhe zu finden, bevor ich den Tag beginne. Laufen und Yoga sind unterschiedlich, aber beide tragen zum allgemeinen Wohlbefinden und zur Fitness bei. Absolut. Es ist wichtig, eine körperliche Aktivität zu finden, die Ihren Vorlieben und Zielen entspricht. Ich stimme zu. Beständigkeit ist der Schlüssel, wenn es darum geht, eine Fitnessroutine aufrechtzuerhalten. Praktizierst du jeden Tag Yoga? Ja, ich versuche, es zu einer täglichen Praxis zu machen. Es gibt einen positiven Ton für den Tag an und hilft mir, auf dem Boden zu bleiben. Das ist eine großartige Hingabe. Ich bewundere dein Engagement für deine Yoga-Praxis. Ich danke dir. Laufen erfordert auch Disziplin. Wie bleibst du motiviert, jeden Morgen zu laufen? Ich finde Motivation in dem Gefühl, etwas erreicht zu haben, und dem Endorphinschub, den ich durch einen guten Lauf bekomme. Es ist wunderbar, wie körperliche Aktivität unsere Stimmung und unser allgemeines Wohlbefinden steigern kann. Absolut. Bewegung kann sowohl unsere körperliche als auch unsere geistige Gesundheit verbessern. Ich stimme zu. Es ist wichtig, auf unseren Körper zu hören und uns an Aktivitäten zu beteiligen, bei denen wir uns gut fühlen. Das ist wahr. Wir sollten der Selbstpflege Priorität einräumen und Übungen wählen, die uns wirklich Spaß machen. Abwechslung ist auch der Schlüssel, um Langeweile vorzubeugen und die Begeisterung für unsere Fitnessroutinen aufrechtzuerhalten. Auf jeden Fall. Das Ausprobieren verschiedener Aktivitäten macht die Dinge interessant und fordert unseren Körper auf neue Weise heraus. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden und das zu tun, was für uns individuell am besten funktioniert. Absolut. Egal, ob wir laufen oder Yoga praktizieren, sollten wir unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden weiterhin Priorität einräumen.
Ich könnte nicht mehr zustimmen. Auf einen gesunden und aktiven Lebensstil, der uns Freude und Vitalität bringt. Prost! Mögen unsere morgendlichen Fitnessroutinen uns weiterhin stärken und zu unserem allgemeinen Glück beitragen. Lektion 15: Effektive E-Mails schreiben. Hallo Anna, wie wäre es mit dem Text der E-Mail? Es ist wichtig, es kurz und bündig zu halten. Hallo John, ich stimme voll und ganz zu. Klare und präzise E-Mails werden eher gelesen und verstanden. Auf jeden Fall. Die Leute schätzen es, wenn die Hauptbotschaft ohne unnötige Details leicht zugänglich ist. Es ist wichtig, den Zweck der E-Mail sofort anzugeben, damit der Empfänger weiß, was ihn erwartet. Ja, eine klare Betreffzeile und eine kurze Einführung können helfen, den Kontext für die E-Mail festzulegen. Exakt. Dann können wir die notwendigen Informationen oder Anfragen kurz und direkt bereitstellen. Die Vermeidung langer Absätze und die Verwendung von Aufzählungszeichen oder nummerierten Listen können die Lesbarkeit verbessern. Absolut. Wenn Sie komplexe Informationen in verdauliche Teile zerlegen, ist es einfacher, ihnen zu folgen. Darüber hinaus ist es wichtig, in der gesamten E-Mail einen höflichen und professionellen Umgangston zu verwenden. Richtig. Es ist wichtig, bei der Wortwahl und dem allgemeinen Ton respektvoll und rücksichtsvoll zu sein. Und vergessen Sie nicht, vor dem Versand ein Korrekturlesen durchzuführen, um die Richtigkeit zu gewährleisten und Fehler zu vermeiden. Ja, die Überprüfung der E-Mail auf Rechtschreib- und Grammatikfehler zeugt von Liebe zum Detail und Professionalität. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, durch unsere schriftliche Kommunikation einen positiven Eindruck zu hinterlassen. In einigen Fällen ist es auch hilfreich, am Ende der E-Mail eine Zusammenfassung oder einen klaren Aufruf zum Handeln zu geben. Das ist ein gutes Argument. Wenn Sie mit einer bestimmten Anfrage oder den nächsten Schritten enden, können Sie eine schnelle Antwort erhalten. Absolut. Indem wir unsere E-Mails kurz und bündig halten, respektieren wir die Zeit des Empfängers. Und wir erhöhen die Chancen, unsere Botschaft effektiv zu vermitteln und das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Genau. Denken wir daran, dass effektive E-Mail-Kommunikation in der heutigen digitalen Welt eine wertvolle Fähigkeit ist. In der Tat. Es ist ein unverzichtbares Instrument für berufliche und persönliche Interaktionen. Lektion 16: Urlaubsplanung. Hey Anna, wenn du vorhast, dort zu bleiben, würde ich vorschlagen, mindestens eine Woche lang zu bleiben, damit du genug Zeit hast, dich zu entspannen und zu erkunden. Hallo John, das ist ein toller Vorschlag. Ein einwöchiger Urlaub ermöglicht ein intensiveres Erlebnis. Exakt. Es gibt ihnen ausreichend Zeit, um sich zu entspannen und die Attraktionen des Reiseziels in vollen Zügen zu genießen. Ich stimme zu. Eine Reise in Eile zu überstehen kann anstrengend sein und die Möglichkeit einschränken, versteckte Juwelen zu erkunden. Absolut. Ein längerer Aufenthalt ermöglicht es ihnen auch, in die lokale Kultur und Lebensweise einzutauchen. Das ist wahr. Sie können sich die Zeit nehmen, die lokale Küche zu probieren, mit Einheimischen zu interagieren und mehr über ihre Bräuche zu erfahren. Es ist eine fantastische Möglichkeit, den Ort, den Sie besuchen, besser zu verstehen. Auf jeden Fall.
Außerdem ermöglicht eine Woche Flexibilität bei der Planung von Aktivitäten und einige Ausfallzeiten. Richtig. Es ist wichtig, während eines Urlaubs ein Gleichgewicht zwischen Sightseeing und Entspannung zu finden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht nicht nur darum, Touristenattraktionen abzuhaken, sondern auch darum, das Erlebnis zu genießen. Absolut. Gemütliche Spaziergänge zu machen, in Cafés zu sitzen und einfach die Atmosphäre zu genießen, kann genauso unvergesslich sein. Ja, diese Momente des Zufalls führen oft zu unerwarteten Entdeckungen und schönen Erinnerungen. Das ist das Schöne am Reisen, das Unbekannte zu umarmen und sich von neuen Erfahrungen verzaubern zu lassen. In der Tat. Eine längere Urlaubsdauer bietet die Möglichkeit, sinnvolle Verbindungen und bleibende Erinnerungen aufzubauen. Es ermöglicht auch spontane Abenteuer und die Möglichkeit, von einer strengen Reiseroute abzuweichen. Absolut. Manchmal passieren die besten Erlebnisse, wenn wir Pläne loslassen und uns vom Ziel leiten lassen. Das ist so wahr. Also, egal ob es eine Woche oder länger ist, machen Sie das Beste aus Ihrem Urlaub und genießen Sie jeden Moment. Lektion 17: Kreative Ideen für ein Mittagessen. Hey Anna, Sandwiches, Salate und Desserts. Wow, das ist viel besser als das Übliche. Hallo John, ich dachte, wir könnten unsere Mittagsangebote aufpeppen und aufregender machen. Das ist eine fantastische Idee. Abwechslung ist die Würze des Lebens, auch wenn es um unsere Mittagsmahlzeiten geht. Absolut. Fangen wir mit Sandwiches an. Wir können mit verschiedenen Broten, Füllungen und Aufstrichen experimentieren. Ja, wir können handgemachtes Brot wie Ciabatta oder Focaccia probieren und einzigartige Kombinationen aus Fleisch, Käse und Gemüse ausprobieren. Und für Salate können wir saisonale Früchte, geröstete Nüsse und würzige Dressings verwenden, um einen Hauch von Geschmack zu verleihen. Ich liebe die Idee, Salaten Obst hinzuzufügen. Es bringt eine erfrischende Note und gleicht die herzhaften Elemente aus. Auf jeden Fall. Wir können auch mit Texturen spielen, indem wir knusprige Elemente wie Croutons oder geröstete Samen hinzufügen. Das klingt köstlich. Gehen wir nun zu den Desserts über. Wir können über die üblichen Kekse oder Brownies hinausgehen. Absolut. Wie wäre es mit hausgemachten Fruchtparfaits mit Schichten von Joghurt, Müsli und frischen Beeren? Das ist ein toller Vorschlag. Es ist eine gesündere Alternative und befriedigt gleichzeitig unseren Naschkatzen. Wir können auch mit Nobake Energiebällchen aus Nüssen, Datteln und Kakao experimentieren, um einen Leckerbissen ohne Schuldgefühle zu haben. Ich liebe den Klang davon. Es ist eine praktische und nahrhafte Option, um Heißhungerattacken während des Tages zu stillen. Exakt. Indem wir diese kreativen Ideen für das Mittagessen einbeziehen, können wir unsere Mahlzeiten aufwerten und sie angenehmer gestalten. Es ist aufregend, über die endlosen Möglichkeiten und die herrlichen Überraschungen nachzudenken, die unseren Gaumen erwarten. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns kulinarisch auf Entdeckungsreise gehen und Mittagserlebnisse kreieren, die uns zufrieden und inspiriert machen. Vielen Dank,
dass Sie diese kreativen Ideen für ein Mittagessen vorgeschlagen haben. Ich freue mich schon auf unsere nächste Mahlzeit.